Lektion 1: Reiseroute. Hast du schon über unsere Reiseroute nachgedacht? Ja, ich habe einen groben Zeitplan für unsere Reise geplant. Das ist großartig. Wo gehen wir zuerst hin? Wir beginnen mit einem Besuch in Paris, der Hauptstadt Frankreichs. Wunderbare Wahl. Welche Attraktionen sollten wir nicht verpassen? Wir müssen den Eiffelturm sehen und das Louvre-Museum erkunden. Ich habe gehört, dass der Louvre riesig ist. Wie viel Zeit sollten wir dafür einplanen? Ich schlage vor, mindestens einen ganzen Tag der Erkundung des Museums zu widmen. Hört sich gut an. Was steht als nächstes auf unserer Reiseroute an? Nach Paris fahren wir nach Rom, der schönen Stadt in Italien. Ich freue mich darauf, das Kolosseum und die Vatikanstadt dort zu sehen. Unbedingt. Das Kolosseum hat so viel historische Bedeutung. Wie viele Tage sollten wir Ihrer Meinung nach in Rom verbringen? Ich denke, 3 Tage sollten ausreichen, um die Hauptattraktionen zu erkunden. In Ordnung. Wo gehen wir nach Rom hin? Anschließend reisen wir nach Barcelona, der pulsierenden Stadt in Spanien. Barcelona ist bekannt für seine einzigartige Architektur, wie Gaudís Kreationen, oder? Ja, wir sollten die Sagrada Familia und den Park Güell nicht verpassen. Wie viele Tage sollten wir für Barcelona einplanen? Ich empfehle, mindestens 2 Tage zu verbringen, um seinen Charme zu erleben. Großartig. Gibt es noch andere Ziele auf unserer Reiseroute? Ja, unsere letzte Station ist Amsterdam, die Hauptstadt der Niederlande. Ich habe gehört, dass die Kanäle und Museen dort einen Besuch wert sind. Unbedingt. Wir sollten das Anne-Frank-Haus und das Van Gogh-Museum erkunden. Wie viele Tage sollten wir Ihrer Meinung nach in Amsterdam verbringen? Ich denke, 2 Tage würden ausreichen, um die Hauptattraktionen zu besichtigen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich freue mich auf unser Abenteuer. Ich auch. Machen wir das Beste daraus und schaffen wir bleibende Erinnerungen. Absolut. Danke, dass du diese wundervolle Reiseroute geplant hast, Anna. Lektion 2: Bereitstellung personenbezogener Daten. Absolut. Ich benötige Ihren Namen und Ihre Kreditkartendaten, um mit der Reservierung fortzufahren. Sicher, mein Name ist Anna Johnson. Und was die Kreditkarte betrifft, ist es sicher, diese Informationen bereitzustellen? Ja, wir nehmen Sicherheit sehr ernst. Wir haben eine sichere Verschlüsselung zum Schutz Ihrer Daten eingerichtet. Das ist beruhigend. Sollte ich jetzt meine Kreditkartennummer angeben? Ja, bitte geben Sie mir die 16-stellige Kreditkartennummer. Okay, es ist 45325678901234456. Danke, Anna. Jetzt benötige ich auch das Ablaufdatum der Karte. Das Verfallsdatum ist der 25.09. Perfekt. Zuletzt benötige ich den dreistelligen CVV-Code auf der Rückseite der Karte.
Der CVV-Code ist 123. Danke, Anna. Ich habe Ihre Zahlung erfolgreich bearbeitet. Die Reservierung ist bestätigt. Großartig. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe bei der Reservierung. Es ist mir ein Vergnügen, Anna. Gibt es noch etwas, womit ich Ihnen weiterhelfen kann? Im Moment nicht, aber ich lasse Sie wissen, wenn ich weitere Fragen habe. Sie können sich jederzeit an uns wenden. Hab einen wundervollen Tag, Anna. Lektion 3: Lieblingsrezepte teilen. Diese Woche auf jeden Fall. Hast du irgendwelche Lieblingsrezepte, die du empfehlen kannst? Ja, ich habe ein paar Lieblingsrezepte, die ich absolut liebe. Lass mich eins mit dir teilen. Das wäre toll. Welches Rezept möchtest du teilen? Einer meiner Favoriten ist eine klassische Spaghetti Carbonara. Es ist köstlich und einfach zuzubereiten. Klingt köstlich. Könnten Sie uns bitte die Zutaten und die Kochschritte mitteilen? Sicher. Für Spaghetti Carbonara brauchst du Spaghetti, Eier, Pancetta, Parmesankäse, schwarzen Pfeffer und Salz. Wie kochen wir es? Könntest du mich durch die Schritte führen? Kochen Sie zuerst die Spaghetti, bis sie bissfest sind. Während die Pasta kocht, braten Sie die Pancetta, bis sie knusprig ist. Was ist der nächste Schritt, nachdem die Pancetta knusprig ist? Eier, geriebenen Parmesankäse, schwarzen Pfeffer und eine Prise Salz in einer Schüssel verquirlen. Und dann? Was machen wir mit den gekochten Spaghetti und Pancetta? Die gekochten Spaghetti abtropfen lassen und mit der Pancetta in die Pfanne geben. Schalten Sie die Hitze aus und mischen Sie gut. Was ist der letzte Schritt? Wie fügen wir die Eikäse-Mischung hinzu? Gießen Sie die Eikäse-Mischung über die Spaghetti, solange sie noch heiß sind. Wirf alles zusammen. Müssen wir es nach dem Hinzufügen der Einmischung weiter kochen? Nein, die Hitze der Spaghetti kocht die Eier. Einfach weiter schwenken, bis die Sauce eindicht. Das klingt einfach und lecker. Irgendwelche zusätzlichen Tipps oder Beilagen zum Servieren? Sie können zusätzlich geriebenen Parmesankäse und gehackte Petersilie darüber streuen. Danke, Anna. Ich kann es kaum erwarten, Spaghetti Carbonara nach deinem Rezept zuzubereiten. Du bist willkommen, John. Ich hoffe, es gefällt dir genauso gut wie mir. Guten Appetit! Danke, Anna. Dann lass ich dich wissen, wie es ausgeht. Hab einen schönen Tag. Lektion 4: Werkzeuge zum Dekorieren. Das klingt interessant. Wie wäre es mit Dekorationswerkzeugen? Haben Sie irgendwelche Empfehlungen? Unbedingt. Es gibt ein paar unverzichtbare Dekorationswerkzeuge, die jeder Bäcker haben sollte. Was sind einige der unverzichtbaren Dekorationswerkzeuge zum Backen? Ein guter Satz Spritzspitzen, ein Spritzbeutel und ein versetzter Spatel sind unerlässlich. Wofür verwenden Sie Rohrspitzen? Kannst du mir ein Beispiel geben? Paspelspitzen werden verwendet, um mit Zuckerguss verschiedene Formen und Designs zu kreieren.
So können Sie beispielsweise eine sternförmige Spitze verwenden, um Rosetten zu spritzen, oder eine runde Spitze zum Schreiben. Das klingt lustig. Und was ist der Zweck eines Spritzbeutels? Ein Spritzbeutel hält den Zuckerguss und ermöglicht es Ihnen, den Fluss beim Dekorieren zu kontrollieren. Gibt es verschiedene Arten von Spritzbeuteln? Welchen würdest du empfehlen? Es gibt Einwegspritzbeutel aus Kunststoff und wiederverwendbare Stoffbeutel. Ich empfehle, mit den Einwegprodukten zu beginnen, da diese praktischer sind. Gut zu wissen. Was ist mit dem Offset-Spatel? Wie wird es beim Dekorieren verwendet? Ein versetzter Spatel eignet sich hervorragend, um Zuckerguss auf Kuchen zu glätten und saubere Kanten zu erzielen. Gibt es noch andere Dekorationswerkzeuge, die Sie nützlich finden? Ja, ein Drehteller ist sehr praktisch, um den Kuchen beim Dekorieren zu drehen. Es hilft, gleichmäßige und glatte Ergebnisse zu erzielen. Das ist ein toller Tipp. Gibt es noch etwas, das ich in Betracht ziehen sollte, meinem Dekorationswerkzeug hinzuzufügen? Ich würde auch empfehlen, einen Kuchenkamm oder Schaber zu verwenden, um strukturierte Designs auf dem Zuckerguss zu kreieren. Danke, Anna. Diese Vorschläge werden mir auf jeden Fall helfen, mit dem Dekorieren zu beginnen. Du bist willkommen, John. Viel Spaß beim Dekorieren. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Ich werde mich auf jeden Fall an Sie wenden, wenn ich weitere Hilfe benötige. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 5: Mit öffentlichen Verkehrsmitteln navigieren. Welche U-Bahn-Linie sollte ich nehmen, um in die Innenstadt zu gelangen? Sie können die am Bahnhof erhältliche Nahverkehrskarte verwenden, um die entsprechende U-Bahn-Linie zu finden. Gibt es verschiedene U-Bahn-Linien zur Auswahl? Woher weiß ich, welche ich nehmen soll? Ja, es gibt mehrere U-Bahn-Linien. Halten Sie Ausschau nach der Linie, die in Richtung Stadtzentrum führt. Wie identifiziere ich die richtige U-Bahn-Linie auf der Transitkarte? Die U-Bahn-Linien sind normalerweise farblich gekennzeichnet und mit ihren jeweiligen Namen oder Nummern beschriftet. Das ist hilfreich. Woher weiß ich, an welcher Station ich aussteigen muss, wenn ich die richtige Linie gefunden habe? Die Transitkarte wird Stationsnamen entlang der U-Bahn-Linie enthalten. Suchen Sie nach der Station, die Ihrem Ziel am nächsten liegt. Gibt es irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder Sehenswürdigkeiten, die in der Nähe der Bahnhöfe erwähnt werden? Ja, einige Karten enthalten wichtige Sehenswürdigkeiten oder Attraktionen in der Nähe der Stationen, damit Sie besser navigieren können. Das ist praktisch. Kann ich das Bahnhofspersonal nach dem Weg fragen, wenn ich mir nicht sicher bin? Unbedingt. Das Stationspersonal steht Ihnen bei Fragen oder Anweisungen zur Verfügung. Gibt es eine andere Ressource oder App, mit der ich meine Route planen kann, bevor ich zur U-Bahn gehe? Ja, es gibt verschiedene Transit-Apps, mit denen Sie Ihre Route planen und die Fahrpläne in Echtzeit aktualisieren können. Das ist gut zu wissen. Ich stelle sicher, dass ich eine ÖPNV-Karte habe oder eine hilfreiche App verwende, wenn ich die U-Bahn benutze. Es ist immer eine gute Idee, vorbereitet und informiert zu sein. Hab eine sichere und angenehme Reise. Danke, Anna. Danke für Ihre Beratung. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 6: Einen Stift ausleihen. Entschuldigung, Anna.
Leihst du dir einen Stift? Natürlich, John. Bitte schön. Danke, Anna. Das weiß ich zu schätzen. Du bist willkommen. Jederzeit, wenn du es brauchst. Ich werde es dir später zurückgeben. Keine Eile, lassen Sie sich Zeit. Ich kümmere mich gut darum, versprochen. Ich vertraue dir. Lass es mich wissen, wenn du noch etwas brauchst. Das werde ich. Nochmals vielen Dank, Anna. Kein Problem, John. Hab einen produktiven Tag. Du auch, Anna. Pass auf dich auf. Lektion 7: Unterkünfte auswählen. Was ist mit Unterkünften? Normalerweise wohne ich in günstigen Hotels oder Budgethotels sind eine gute Option für kostenbewusste Reisende. gibt es noch andere Arten von Unterkünften, die Sie empfehlen würden? Ja, Sie können auch Hostels oder Ferienwohnungen für günstigere Optionen in Betracht ziehen. Was sind die Vorteile eines Aufenthalts in einem Hostel? Hostels sind oft günstiger und bieten die Möglichkeit, andere Reisende kennenzulernen. Gibt es irgendwelche Nachteile, wenn man in einem Hostel übernachtet? Gemeinsame Einrichtungen und weniger Privatsphäre können ein Nachteil sein, aber das hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Was ist mit Ferienwohnungen? Wie vergleichen sie sich? Ferienwohnungen bieten mehr Privatsphäre und Annehmlichkeiten wie ein zweites Zuhause. Sind Ferienwohnungen in der Regel teurer als Budgethotels? Das hängt vom Standort und der jeweiligen Vermietung ab, aber sie können in einigen Fällen vergleichbar oder sogar günstiger sein. Gibt es beliebte Websites oder Plattformen, um Ferienwohnungen zu finden? Ja, Airbnb und VRBO sind beliebte Plattformen für die Suche nach Ferienwohnungen. Gibt es etwas, das ich bei der Buchung einer Unterkunft beachten sollte? Lage, Bewertungen und Ausstattung sind wichtige Faktoren, die Sie vor einer Reservierung berücksichtigen sollten. Gibt es Sicherheitsaspekte bei der Auswahl der Unterkünfte? Es ist immer eine gute Idee, die Sicherheit der Nachbarschaft zu überprüfen und Bewertungen über die Unterkunft zu lesen. Danke für die Tipps, Anna. Ich werde sie bei der Planung meiner nächsten Reise berücksichtigen. Du bist willkommen, John. Frohe Reisen und genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ich weiß das zu schätzen, Anna. Pass auf dich auf und hab einen schönen Tag. Lektion 8: Meinungen äußern und Probleme lösen. Meinung? Können Sie das Problem lokalisieren? Ja, das Sammeln von Meinungen aus verschiedenen Perspektiven kann helfen, das Problem genauer zu identifizieren. Ich schätze, du hast recht. Haben Sie zufällig Vorschläge, wie Sie das Problem angehen können? Nun, zuerst müssen wir die Ursache verstehen. Dann können wir über mögliche Lösungen nachdenken. Das macht Sinn. Wie können wir effektiv Meinungen einholen? Wir können Umfragen, Interviews oder Diskussionen durchführen, um Erkenntnisse von relevanten Interessengruppen zu erhalten. Gute Idee.
Was sollen wir tun, wenn wir die Meinungen gesammelt haben? Analysieren Sie die Meinungen, suchen Sie nach gemeinsamen Mustern oder Themen und priorisieren Sie die wichtigsten. Und wie lokalisieren wir das Problem anhand der Meinungen? Indem wir wiederkehrende Probleme oder Bedenken in den Stellungnahmen identifizieren, können wir das Problem eingrenzen. Das klingt logisch. Was sind die nächsten Schritte nach der Identifizierung des Problems? Anschließend können wir unter Berücksichtigung der in den Stellungnahmen geteilten Perspektiven über mögliche Lösungen nachdenken. Sollen wir andere in den Problemlösungsprozess einbeziehen? Ja, die Einbindung relevanter Interessengruppen kann vielfältige Ideen einbringen und die Chancen erhöhen, die beste Lösung zu finden. Großartig. Wie bewerten wir die möglichen Lösungen? Wir können jede Lösung auf der Grundlage ihrer Machbarkeit, Effektivität und Ausrichtung auf das identifizierte Problem bewerten. Und schließlich, wie implementieren wir die gewählte Lösung? Entwickeln Sie einen Aktionsplan, weisen Sie Ressourcen zu und überwachen Sie die Fortschritte, um eine erfolgreiche Umsetzung sicherzustellen. Danke für die Anleitung, Anna. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster, Probleme anzugehen. Du bist willkommen, John. Problemlösung ist eine wertvolle Fähigkeit. Viel Glück bei deinen zukünftigen Bemühungen. Ich weiß das zu schätzen, Anna. Pass auf dich auf und hab einen schönen Tag. Lektion 9. Erkunden Sie die Attraktionen Costa Ricas. Wie wäre es mit Costa Rica? Es hat atemberaubende Strände und eine vielfältige Tierwelt. Costa Rica ist in der Tat ein fantastisches Reiseziel, das für seine natürliche Schönheit bekannt ist. Gibt es bestimmte Strände, die du empfehlen würdest zu besuchen? Playa Manuel Antonio und Tamarindo Beach sind beliebte Optionen mit unberührten Küsten. Das klingt unglaublich. Was ist mit der Tierwelt in Costa Rica? Costa Rica ist ein Paradies für Naturliebhaber. Sie können Affen, Faultiere und farbenfrohe Vögel beobachten. Gibt es Nationalparks oder Reservate, die es zu erkunden gilt? Ja, Costa Rica hat mehrere Nationalparks wie Corcovado und Tortuguero, die einzigartige Erlebnisse bieten. Können sie an Aktivitäten teilnehmen, um der Tierwelt näher zu kommen? Unbedingt. Sie können geführte Wanderungen, Wildtiersafaris oder sogar Canopy-Touren unternehmen, um die Tierwelt aus nächster Nähe zu beobachten. Der Vulkan Arenal, der Nebelwald von Monteverde und die Halbinsel Osa sind Ziele, die Sie unbedingt besuchen sollten. Gibt es noch etwas Besonderes an Costa Rica? Costa Rica ist auch bekannt für sein Engagement für nachhaltigen Tourismus und umweltfreundliche Praktiken. Das ist beeindruckend. Wie ist das Wetter in Costa Rica? Costa Rica hat ein tropisches Klima mit einer Regenzeit von Mai bis November und einer Trockenzeit von Dezember bis April. Was ist die beste Reisezeit bei optimalem Wetter? Die Trockenzeit gilt allgemein als die beste Reisezeit für sonnige Tage und klareren Himmel. Danke für die Einblicke, Anna. Costa Rica klingt nach einem Traumziel.
Du bist willkommen, John. Sie werden bestimmt eine wundervolle Zeit bei der Erkundung der Naturwunder haben. Ich kann es kaum erwarten. Passt auf euch auf und habt einen schönen Tag. Lektion 10. Möbeleinkauf für das Wohnzimmer. Ich brauche einen neuen Couchtisch für mein Wohnzimmer. Irgendwelche Vorschläge? Ich bin selbst auf der Suche nach einer Vintage-Kommode. Lassen Sie uns unsere Möglichkeiten erkunden. Wo finden wir eine gute Auswahl an Couchtischen und Vintage-Kommoden? Möbelgeschäfte, Antiquitätenläden und Online-Marktplätze wie Etsy und eBay sind gute Ausgangspunkte. Was sollten wir bei der Auswahl eines Kaffeetisches beachten? Größe, Stil und Funktionalität sind wichtige Faktoren. Berücksichtigen Sie die Abmessungen und wie sie zu Ihrer Wohnzimmereinrichtung passen. Das macht Sinn. Irgendwelche Empfehlungen für Couchtischstile? Das hängt von Ihren Vorlieben und der Gesamtästhetik Ihres Wohnzimmers ab. Einige beliebte Stile sind modern, rustikal und industriell. Was ist mit Materialien für den Kaffeetisch? Kaffeetische können aus Holz, Glas, Metall oder einer Kombination hergestellt werden. Wählen Sie eine, die zu Ihren vorhandenen Möbeln passt. Guter Punkt. Nun, wie wäre es, eine Vintage-Kommode zu finden? Suchen Sie nach lokalen Antiquitätengeschäften oder erkunden Sie Online-Plattformen, die auf Vintage-Möbel spezialisiert sind. Gibt es bestimmte Merkmale oder Eigenschaften, auf die wir bei einer Vintage-Kommode achten sollten? Achten Sie auf den Zustand, die Handwerkskunst und die einzigartigen Designelemente, die dem Stück Charakter verleihen. Sollten wir auch die Größe der Kommode berücksichtigen? Absolut. Messen Sie den verfügbaren Platz in Ihrem Schlafzimmer aus und stellen Sie sicher, dass die Kommode richtig passt. Haben Sie Tipps für Preisverhandlungen beim Möbelkauf? Höfliche Verhandlungen und Recherchen zu vergleichbaren Preisen können Ihnen helfen, ein besseres Angebot zu erhalten. Das ist hilfreich. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke, Anna. Du bist willkommen, John. Viel Spaß bei der Möbelsuche. Finden wir den perfekten Couchtisch und die perfekte Vintage-Kommode. In der Tat. Viel Glück für uns beide. Hab einen schönen Tag. Lektion 11. Eine Gegensprechanlage einrichten. Ich habe von Gegensprechanlagen gehört. Das klingt interessant. Wie richtet man es ein? Die Einrichtung einer Gegensprechanlage erfolgt in wenigen Schritten. Gehen wir sie durch. Wo sollte ich bei der Installation einer Gegensprechanlage beginnen? Planen Sie zunächst die Platzierung der Sprechanlagen in Ihrem Zuhause oder Büro. Welche Ausrüstung benötige ich, um eine Gegensprechanlage zu installieren? Sie benötigen Sprechanlagen, Kabel oder Funkgeräte und ein zentrales Bedienfeld. Wie funktioniert die Gegensprechanlage? Die Sprechanlagen sind über Kabel oder Funksignale miteinander verbunden und ermöglichen so die Kommunikation zwischen verschiedenen Standorten. Kann ich eine Gegensprechanlage verwenden, um mit mehreren Räumen zu kommunizieren? Ja, Gegensprechanlagen können so eingerichtet werden, dass sie mit bestimmten Räumen kommunizieren oder Nachrichten an alle Einheiten senden.
Das ist praktisch. Gibt es verschiedene Arten von Gegensprechanlagen? Ja, es gibt kabelgebundene Gegensprechanlagen, die physische Verbindungen erfordern, und drahtlose Systeme, die Funkwellen verwenden. Welchen Typ würdest du für eine Einrichtung zu Hause empfehlen? Für den privaten Gebrauch sind drahtlose Gegensprechanlagen beliebt, da sie einfacher zu installieren und flexibler sind. Wie installiere ich eine drahtlose Gegensprechanlage? Drahtlose Gegensprechanlagen werden normalerweise mit Anweisungen geliefert. Folgen Sie bei der Installation den Anweisungen des Herstellers. Kann ich eine Gegensprechanlage auch aus Sicherheitsgründen verwenden? Ja, einige Gegensprechanlagen verfügen über Videofunktionen, sodass Sie Besucher an Ihrer Tür sehen und mit ihnen kommunizieren können. Das ist ein großartiges Feature. Gibt es weitere Überlegungen zur Installation der Gegensprechanlage? Sorgen Sie für eine stabile Stromquelle für kabelgebundene Gegensprechanlagen und überprüfen Sie die Funkreichweite für Funksysteme. Danke für die Anleitung, Anna. Ich freue mich darauf, jetzt eine Gegensprechanlage einzurichten. Du bist willkommen, John. Genießen Sie den Komfort und die Kommunikationsvorteile Ihrer neuen Gegensprechanlage. Das werde ich. Passt auf euch auf und habt einen schönen Tag. Lektion 12: Zahlungen in vierteljährliche Raten aufteilen. Ich habe eine Idee. Was wäre, wenn wir die Zahlung in vierteljährliche Raten über ein Jahr aufteilen würden, anstatt einen Pauschalbetrag zu zahlen? Das klingt nach einem guten Plan. Lassen Sie uns besprechen, wie wir es zum Laufen bringen können. Wie sollten wir den Betrag für jede vierteljährliche Rate berechnen? Wir können die Gesamtzahlung durch 4 teilen, um den Betrag für jede Rate zu ermitteln. Also, wenn die Gesamtzahlung $4.000 beträgt, würde jede vierteljährliche Rate $1.000 betragen? Das ist richtig. Jede Rate würde $1.000 betragen, wenn wir die Zahlung in 4 gleiche Teile aufteilen würden. Wie lang sollten wir die Laufzeit für diese vierteljährlichen Raten festlegen? Da wir es auf ein Jahr aufteilen, hätten wir 4 vierteljährliche Raten, eine alle 3 Monate. Das scheint vernünftig. Gibt es zusätzliche Gebühren oder Zinsen, die wir berücksichtigen müssen? Das würde von der Vereinbarung abhängen. Einige Zahlungspläne können Zinsen oder Verwaltungsgebühren beinhalten, daher sollten wir das klarstellen. Das ist ein gutes Argument. Wir sollten sicherstellen, dass wir die Bedingungen des Zahlungsplans überprüfen. Absolut. Es ist wichtig, alle Details zu verstehen, bevor Sie sich für den Ratenzahlungsplan entscheiden. Sollten wir einen Vertrag oder eine Vereinbarung unterzeichnen, um die Zahlungsvereinbarung zu formulieren? Ja, es ist ratsam, eine schriftliche Vereinbarung zu haben, in der die Zahlungsbedingungen und die Verpflichtungen beider Parteien dargelegt sind. Das sorgt für Klarheit und vermeidet Missverständnisse. Ich stimme zu. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Eine schriftliche Vereinbarung schützt uns beide. Auf jeden Fall. Es sorgt für Transparenz und legt klare Erwartungen an die Zahlungsvereinbarung fest. Gibt es eine bestimmte Methode, die Sie für diese vierteljährlichen Zahlungen bevorzugen? Wir können die bevorzugte Zahlungsmethode und den Zeitplan mit der Partei besprechen, an die wir die Zahlung leisten.
Gute Idee. Es ist wichtig, eine zuverlässige und bequeme Zahlungsmethode für beide Parteien einzurichten. Sobald wir den Ratenzahlungsplan fertiggestellt haben, können wir mit den entsprechenden vierteljährlichen Zahlungen beginnen. Ja, wir sollten den vereinbarten Zeitplan einhalten, um einen reibungslosen Zahlungsvorgang zu gewährleisten. Ich freue mich über Ihren Beitrag und Ihre Zusammenarbeit bei der Festlegung dieser Zahlungsvereinbarung. Du bist willkommen, John. Es ist immer gut, für beide Seiten vorteilhafte Lösungen zu finden. Lassen Sie uns mit dem Ratenzahlungsplan fortfahren. Einverstanden. Danke, Anna. Ich bin zuversichtlich, dass diese Zahlungsvereinbarung für uns gut funktionieren wird. Du bist willkommen, John. Ich glaube, das wird es auch. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Hab einen schönen Tag. Danke, Anna. Hab auch einen schönen Tag. Lektion 13. Nach Zeitschätzungen fragen. Ich habe eine Aufgabe zu erledigen. Könnten Sie mir helfen abzuschätzen, wie lange es dauern wird? Natürlich werde ich mein Bestes tun, um Ihnen einen Kostenvoranschlag zu geben. Auf welche Aufgabe beziehen Sie sich? Ich muss einen Arbeitsbericht schreiben. Es beinhaltet Recherche und Analyse. Das Schreiben eines Berichts kann je nach Komplexität und Umfang der erforderlichen Recherchen einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich verstehe. Was wäre angesichts der damit verbundenen Forschungsarbeiten ein vernünftiger Zeitrahmen? Es ist schwer genau zu sagen, ohne die Einzelheiten zu kennen, aber ich würde schätzen, dass es ein paar Tage bis eine Woche dauern kann. Das gibt mir eine allgemeine Vorstellung. Ich schätze Ihre Hilfe bei der Eingrenzung des Zeitrahmens. Du bist willkommen, John. Haben Sie eine Frist für den Bericht? Ja, es ist in 2 Wochen fällig. Ich möchte sicherstellen, dass ich genug Zeit für die Aufgabe einplane. Bei einer Frist von 2 Wochen sollten Sie ausreichend Zeit haben, um den Bericht mit gründlichen Recherchen und Analysen fertigzustellen. Das ist beruhigend zu hören. Ich mache einen Plan und teile meine Zeit entsprechend ein. Vorausschauend zu planen ist eine gute Strategie. Es hilft sicherzustellen, dass Sie genügend Zeit haben, um einen Qualitätsbericht zu erstellen. Absolut. Ich möchte ein gut recherchiertes und gut geschriebenes Dokument vorlegen. Das ist lobenswert, John. Es lohnt sich immer, sich die Zeit zu nehmen, qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten. Ich schätze Ihre Unterstützung und Anleitung während dieses Prozesses. Du bist willkommen, John. Ich bin hier, um zu helfen. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, lassen Sie es mich bitte wissen. Das werde ich. Danke, Anna. Ihr Beitrag war von unschätzbarem Wert. Es ist mir ein Vergnügen, John. Es freut mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Viel Glück mit deinem Bericht. Danke, Anna. Hab einen schönen Tag. Lektion 14. Achtsames Essen üben. Ah, ich verstehe. Normalerweise esse ich so schnell. Wie kann ich anfangen, das zu üben? Achtsames Essen kann Ihnen helfen, langsamer zu werden und Ihre Mahlzeiten zu genießen. Hier sind ein paar Tipps für den Einstieg. Was kann ich tun, um beim Essen achtsamer zu werden? Achten Sie zunächst auf Ihr Essen.
Sprechen Sie Ihre Sinne an und konzentrieren Sie sich auf die Aromen, Texturen und das Aroma. Das macht Sinn. Ich esse oft, während ich von meinem Telefon oder Fernseher abgelenkt bin. Minimiere Ablenkungen während der Mahlzeiten. Schaffen Sie eine ruhige Umgebung und widmen Sie dem Essen Ihre volle Aufmerksamkeit. Wie kann ich mein Esstempo verlangsamen? Nehmen Sie kleinere Bissen zu sich und kauen Sie Ihr Essen gründlich. So können Sie den Geschmack genießen und eine bessere Verdauung fördern. Das werde ich versuchen. Ich neige dazu, meine Mahlzeiten zu überstürzen, ohne das Essen wirklich zu probieren. Es ist üblich, schnell zu essen, aber wenn Sie langsamer essen, können Sie die Aromen schätzen und sich zufriedener fühlen. Gibt es noch andere Techniken, mit denen ich achtsames Essen üben kann? Sie können versuchen, Ihre Utensilien zwischen den Bissen abzulegen und sich einen Moment Zeit zum Atmen zu nehmen. Es hilft, einen Rhythmus und ein Bewusstsein für Ihr Esstempo zu entwickeln. Ich probiere das mal aus. Zwischen den Bissenpausen einzulegen, klingt nach einer guten Möglichkeit, langsamer zu werden. Es kann einen Unterschied machen, John. Beim achtsamen Essen geht es darum, präsent zu sein und den Akt der Ernährung Ihres Körpers in vollen Zügen zu erleben. Mir war bis jetzt nie bewusst, wie sehr ich mich durch die Mahlzeiten beeile. Ich schätze diese Vorschläge. Es ist eine übliche Angewohnheit, aber mit etwas Übung können Sie achtsame Essgewohnheiten entwickeln, die Ihrem allgemeinen Wohlbefinden zugutekommen. Ich freue mich darauf, diese Praktiken in meinen Tagesablauf zu integrieren. Das ist toll zu hören, John. Denk dran, es ist eine Reise und Fortschritt braucht Zeit. Hab Geduld mit dir selbst. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Vielen Dank für Ihre Anleitung und Unterstützung, Anna. Du bist willkommen, John. Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, zögern Sie nicht zu fragen. Das weiß ich zu schätzen. Ich melde mich, falls ich weitere Hilfe benötige. Hab einen wundervollen Tag. Lektion 15: Kompostieren von Küchenabfällen und Blättern. Ich habe gehört, dass Anfänger Küchenabfälle verwenden und sie mit Blättern zum Kompostieren mischen können. Ist das einfach? Ja, das Kompostieren von Küchenabfällen mit Blättern ist eine einfache und effektive Methode, um nährstoffreichen Boden zu schaffen. Welche Küchenabfälle kann ich zum Kompostieren verwenden? Sie können Obst- und Gemüseschalen, Kaffeesatz, Eierschalen und sogar Teebeutel verwenden. Vermeiden Sie das Hinzufügen von Fleisch- oder Milchprodukten. Das ist gut zu wissen. Ich habe jede Menge Gemüsereste vom Kochen. Das ist perfekt. Gemüsereste eignen sich hervorragend als Ergänzung zu Komposthaufen. Woher bekomme ich die Blätter zum Mischen mit den Küchenabfällen? Sie können abgefallene Blätter in Ihrem Garten oder in nahegelegenen Parks sammeln. Stellen Sie sicher, dass sie frei von Chemikalien oder Pestiziden sind. Im Herbst habe ich viele Blätter in meinem Garten. Die kann ich gebrauchen. Das ist großartig. Abgefallene Blätter liefern kohlenstoffreiches Material für den Komposthaufen. Wie mische ich die Küchenabfälle und Blätter für die Kompostierung? Die Küchenabfälle mit der gleichen Menge Blätter bestreichen. Streben Sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen grünen und braunen Materialien an. Was sind grüne und braune Materialien bei der Kompostierung? Grüne Materialien sind stickstoffreich, wie Küchenabfälle,
während braune Materialien wie Blätter Kohlenstoff liefern. Also, ich wechsle Schichten von Küchenabfällen und Blättern auf dem Komposthaufen ab? Ja, das stimmt. Schichten Sie weiter, bis Sie eine gute Mischung aus Küchenabfällen und Blättern haben. Wie lange dauert es, bis der Kompost fertig ist? Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, aber in der Regel dauert es einige Monate bis zu einem Jahr, bis sich der Kompost vollständig zersetzt hat. Das ist ein vernünftiger Zeitrahmen. Ich werde geduldig sein und ihm Zeit geben, zusammenzubrechen. Geduld ist der Schlüssel zum Kompostierungsprozess. Wenn Sie den Stapel regelmäßig drehen und feucht halten, wird die Zersetzung beschleunigt. Ich werde dafür sorgen, dass ich das mache. Ich freue mich darauf, mit der Kompostierung zu beginnen und Abfall zu reduzieren. Das ist wunderbar, John. Kompostierung ist eine nachhaltige Praxis, die sowohl Ihrem Garten als auch der Umwelt zugutekommt. Danke, dass du den Prozess erklärt hast, Anna. Ich danke Ihnen für Ihre Beratung. Du bist willkommen, John. Wenn Sie weitere Fragen zur Kompostierung oder Gartenarbeit haben, können Sie diese gerne stellen. Das werde ich. Nochmals vielen Dank, Anna. Hab einen schönen Tag. Lektion 16: Vertrauensvolle Sicherheitsmaßnahmen. Ich atmete tief durch und erinnerte mich daran, den Sicherheitsmaßnahmen zu vertrauen. Das ist eine großartige Denkweise, John. Vertrauensvolle Sicherheitsmaßnahmen können helfen, Ängste zu lindern und ein Gefühl der Sicherheit zu fördern. Es kann manchmal eine Herausforderung sein, besonders bei all den Unsicherheiten. Ich verstehe. Die Einhaltung etablierter Sicherheitsprotokolle kann jedoch das Schadensrisiko erheblich verringern. Ich stimme zu. Es ist wichtig, der Sicherheit Priorität einzuräumen und den getroffenen Maßnahmen zu vertrauen. Absolut. Sicherheitsmaßnahmen werden auf der Grundlage von Expertenrat und wissenschaftlicher Forschung umgesetzt. Das ist beruhigend zu wissen. Ich werde mich immer wieder daran erinnern, auf ihre Wirksamkeit zu vertrauen. Das ist ein positiver Ansatz, John. Das Vertrauen in Sicherheitsmaßnahmen ermöglicht es uns, mit mehr Selbstvertrauen durch unsichere Zeiten zu navigieren. Ich erinnere mich auch daran, dass ich durch die Einhaltung der Maßnahmen nicht nur mich selbst, sondern auch andere um mich herum schütze. Das ist eine hervorragende Perspektive. Wir haben eine kollektive Verantwortung dafür, dass wir uns gegenseitig schützen. In der Tat. Gemeinsam können wir eine sicherere Umgebung schaffen, indem wir den Sicherheitsmaßnahmen vertrauen und sie einhalten. Genau, John. Vertrauensvolle Sicherheitsmaßnahmen sind ein wesentlicher Bestandteil einer gesunden und sicheren Gemeinschaft. Danke für die Ermutigung, Anna. Es hilft mir, mich darauf zu konzentrieren, meinen Teil dazu beizutragen. Du bist willkommen, John. Denken Sie daran, wir sitzen alle im selben Boot und Sicherheitsmaßnahmen zu vertrauen ist eine gemeinsame Verpflichtung. Absolut. Ich verpflichte mich, die Richtlinien zu befolgen und auf ihre Wirksamkeit zu vertrauen. Das ist lobenswert, John. Auf diese Weise tragen Sie zum Wohlbefinden Ihrer selbst und Ihrer Mitmenschen bei. Es liegt in meiner Verantwortung und ich nehme es ernst. Sicherheit sollte immer Priorität haben. Ich könnte nicht mehr zustimmen, John. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu bestimmten Sicherheitsmaßnahmen haben,
können Sie diese gerne stellen. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Ich melde mich, falls ich eine Klarstellung benötige. Danke für deine Unterstützung. Du bist willkommen, John. Bleib sicher und pass auf dich auf. Gemeinsam werden wir diese Herausforderungen bewältigen. Danke, Anna. Du auch? Vertrauen wir den Sicherheitsmaßnahmen und passen wir aufeinander auf. Lektion 17: Einen Weckruf einrichten. 7 Uhr notiert. Ich arrangiere den Weckruf für 7 Uhr. Das ist eine gute Idee, John. Ein Weckruf kann dazu beitragen, dass Sie pünktlich aufwachen. Ich habe morgen früh ein wichtiges Meeting, also will ich nicht verschlafen. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Ein Weckruf kann Ihnen diese zusätzliche Sicherheit geben. Wie kann ich einen Weckruf im Hotel arrangieren? In der Regel können Sie die Rezeption des Hotels anrufen und einen Weckruf für Ihre gewünschte Zeit anfordern. In Ordnung, ich rufe Sie an und bitte um einen Weckruf um 7 Uhr. Das ist der richtige Weg. Das ist eine einfache, aber effektive Methode, um den Zeitplan einzuhalten. Muss ich spezielle Informationen angeben, wenn ich den Weckruf anfordere? Normalerweise fragen Sie nach Ihrem Namen, Ihrer Zimmernummer und der Uhrzeit, zu der Sie angerufen werden möchten. Ich werde sicherstellen, dass ich alle notwendigen Informationen gebe, wenn ich Sie anrufe. Hervorragend! Wenn Sie die Uhrzeit noch einmal überprüfen und den Weckruf bestätigen, wird die Genauigkeit gewährleistet. Ich werde den Zeitpunkt auf jeden Fall bestätigen, um Verwirrung oder Fehler zu vermeiden. Das ist ein kluger Ansatz, John. Es ist besser, gründlich zu sein, wenn es um wichtige Termine geht. Danke für die Erinnerung, Anna. Ich danke Ihnen für Ihre Beratung. Du bist willkommen, John. Ich bin hier, um zu helfen. Kann ich dir noch mit etwas anderem weiterhelfen? Im Moment nicht, Anna. Ich kümmere mich um den Weckruf. Nochmals vielen Dank. Du bist willkommen, John. Wenn Sie weitere Fragen haben oder in Zukunft Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Hab einen schönen Tag, Anna. Lektion 18: Vielseitige Outfits für lange Arbeitstage auswählen. Gerade für lange Arbeitstage brauche ich Outfits, die vielseitig einsetzbar sind. Das ist ein kluger Ansatz, John. Vielseitige Outfits können Ihnen helfen, den ganzen Tag über bequem und stilvoll zu bleiben. Ich möchte den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Auswahl der Kleidung, die ich jeden Morgen tragen möchte, minimieren. Ich verstehe. Eine Garderobe mit vielseitigen Stücken kann den Prozess vereinfachen und Ihnen Zeit sparen. Welche Art von Kleidungsstücken würdest du aus Gründen der Vielseitigkeit empfehlen? Suchen Sie nach Artikeln wie maßgeschneiderten Hosen, Blazern und Hemden in neutralen Farben. Sie können leicht gemischt und aufeinander abgestimmt werden. Das macht Sinn. So kann ich verschiedene Outfits mit den gleichen Teilen kreieren. Exakt. Durch die Kombination verschiedener Ober- und Unterteile können Sie mehrere Looks kreieren, ohne einen großen Kleiderschrank zu benötigen. Gibt es bestimmte Farben oder Muster, auf die ich mich konzentrieren sollte?
Neutrale Farben wie Schwarz, Grau, Marineblau und Weiß sind immer eine sichere Wahl. Sie können leicht mit anderen Farben kombiniert werden. Das ist hilfreich. Ich werde sicherstellen, dass ich eine gute Auswahl an Kleidung in neutralen Farben habe. Gute Idee, John. Neutrale Farben bieten eine solide Grundlage für die Erstellung verschiedener Outfit-Kombinationen. Was ist mit Zubehör? Können Sie meinen Outfits mehr Vielseitigkeit verleihen? Absolut. Accessoires wie Schals, Gürtel und auffälliger Schmuck können Ihren Look sofort aufwerten und für Abwechslung sorgen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Accessoires scheinen eine einfache Möglichkeit zu sein, meine Outfits aufzupeppen. Das sind sie auf jeden Fall. Sie können ein einfaches Outfit in etwas Stilvolles und Einzigartiges verwandeln. Ich schätze deinen Rat, Anna. Ich freue mich darauf, meine Garderobe mit vielseitigen Stücken zu überarbeiten. Du bist willkommen, John. Wenn Sie in vielseitige Kleidung investieren, wird es viel einfacher sein, sich für die Arbeit anzuziehen. Ich freue mich darauf, den Komfort und die Flexibilität zu erleben, die das mit sich bringt. Ich bin sicher, du wirst die Vorteile genießen, John. Wenn Sie weitere Modetipps oder Vorschläge benötigen, können Sie uns gerne fragen. Danke, Anna. Das behalte ich im Hinterkopf. Hab einen schönen Tag. Lektion 19. Aktuelle Naturkatastrophen. In letzter Zeit gab es in verschiedenen Regionen viele Naturkatastrophen. Wir sollten auf dem Laufenden bleiben und diese wichtigen Themen erörtern, um das Bewusstsein dafür zu schärfen. Unbedingt. Es ist wichtig, sich der betroffenen Regionen bewusst zu sein und die Auswirkungen dieser Katastrophen zu verstehen. Wir können damit beginnen, Nachrichtenagenturen zu folgen, die zuverlässige Informationen über die aktuelle Situation liefern. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, auch über die laufenden Hilfsmaßnahmen auf dem Laufenden zu bleiben. Wir können diese Themen auch mit Freunden und Familie besprechen, um das Bewusstsein zu schärfen und Unterstützung zu fördern. Auf jeden Fall. Indem wir Gespräche führen und Informationen austauschen, können wir dazu beitragen, Ressourcen und Hilfe zu mobilisieren. Es ist wichtig, Organisationen zu unterstützen, die den betroffenen Gemeinden Hilfe leisten. Spenden können einen erheblichen Unterschied machen. Das ist richtig. Wir können seriöse Wohltätigkeitsorganisationen recherchieren und auf jede erdenkliche Weise einen Beitrag leisten, sei es durch Geldspenden oder Freiwilligenarbeit. Darüber hinaus können wir uns über Katastrophenvorsorge informieren und dieses Wissen mit anderen teilen. Absolut. Vorbereitet zu sein und zu wissen, wie man in Krisenzeiten reagiert, kann Leben retten. Bleiben wir informiert und engagiert, damit wir in Zeiten der Not etwas Positives bewirken können. Lektion 20. Erkundung antiker Städte. Ich denke darüber nach, eine antike Stadt zu erkunden. Wie steht's mit dir? Das klingt faszinierend. Alte Städte haben so viel Geschichte und Kultur. Welche Stadt ziehst du in Betracht? Ich denke darüber nach, Rom zu besuchen. Es ist bekannt für seine antiken Ruinen wie das Kolosseum und das Forum Romanum. Rom ist eine gute Wahl. Die Architektur und die archäologischen Stätten dort sind unglaublich. Hast du geplant, wie lange du bleibst?
Ich habe mich noch nicht entschieden, aber ich denke darüber nach, etwa eine Woche zu bleiben. Das sollte mir genug Zeit geben, um die Hauptattraktionen zu erkunden. Eine Woche klingt vernünftig. Sie werden genügend Zeit haben, um in die reiche Geschichte der Stadt einzutauchen. Vergessen Sie nicht, authentische italienische Küche zu probieren, während Sie dort sind. Unbedingt. Ich freue mich darauf, leckere Pasta und Pizza zu probieren. Haben Sie Empfehlungen für Restaurants in Rom? Es gibt so viele tolle Restaurants in Rom. Die Trattoria d'Atio ist bekannt für ihre traditionellen römischen Gerichte, und Roscioli ist berühmt für seine Pizza. Sie sollten sie auf jeden Fall ausprobieren. Danke für die Empfehlungen. Ich werde sie mir unbedingt ansehen. Gibt es noch etwas, das ich in Rom nicht verpassen sollte? Neben den berühmten Sehenswürdigkeiten empfehle ich, die Vatikanstadt zu besuchen und die Vatikanischen Museen zu erkunden. Die Sixtinische Kapelle ist ein Muss. Das ist ein toller Vorschlag. Ich werde sicherstellen, dass die Vatikanstadt in meine Reiseroute aufgenommen wird. Ich kann es kaum erwarten, all die Kunst und historischen Artefakte dort zu sehen. Es klingt, als würdest du eine tolle Zeit in Rom haben. Stellen Sie sicher, dass Sie viele Fotos machen und jeden Moment Ihres Abenteuers genießen. Danke. Ich werde die Erinnerungen auf jeden Fall festhalten. Ich werde dich wissen lassen, wie es läuft, wenn ich zurückkomme. Lektion 21. Elegant und leicht formell. Ich denke darüber nach, an einer Veranstaltung teilzunehmen, und ich möchte mich elegant und leicht formell kleiden. Irgendwelche Vorschläge? Das ist eine tolle Idee. Sich dem Anlass angemessen zu kleiden, zeugt von Respekt und Rücksichtnahme. Suchen Sie nach bestimmten Outfit-Vorschlägen? Ja, ich würde mich über eine Anleitung freuen. Ich dachte daran, einen maßgeschneiderten Anzug zu tragen, aber ich bin mir bei der Farbe nicht sicher. Irgendwelche Gedanken? Ein maßgeschneiderter Anzug ist eine ausgezeichnete Wahl für eine leicht formelle Veranstaltung. Klassische Farben wie Marineblau, Anthrazitgrau oder Schwarz sind immer eine sichere Wahl. Ich stimme zu. Diese Farben sind zeitlos und vielseitig. Ich glaube, ich werde einen marineblauen Anzug tragen. Also, was ist mit dem Hemd und der Krawatte? Für einen leicht formellen Look ist ein knackiges weißes Hemd eine klassische Option. Für die Krawatte können Sie eine einfarbige Farbe oder ein dezentes Muster wählen, das zum Anzug passt. Das macht Sinn. Ich entscheide mich für ein weißes Hemd und eine Krawatte mit einem dezenten Muster, vielleicht etwas mit kleinen Punkten oder Streifen. Gute Wahl. Es klingt, als ob Sie einen polierten und raffinierten Look haben werden. Vergessen Sie nicht, das Outfit mit polierten Abendschuhen und einem passenden Gürtel zu kombinieren. Absolut. Liebe zum Detail ist unerlässlich, wenn es darum geht, sich elegant zu kleiden. Ich werde dafür sorgen, dass alles koordiniert ist. Eine weitere zu berücksichtigende Sache ist Zubehör. Eine geschmackvolle Uhr und ein Einstecktuch können Ihrem Outfit einen Hauch von Raffinesse verleihen. Das ist ein gutes Argument. Ich habe eine klassische Uhr, die den Look gut ergänzt. Ich werde auch nach einem Einstecktuch suchen, das zum Farbschema passt. Perfekt. Wenn Anzug, Hemd, Krawatte, Schuhe, Gürtel, Uhr und Einstecktuch aufeinander abgestimmt sind, hinterlassen Sie auf der Veranstaltung zweifellos einen stilvollen Eindruck. Danke für deine Hilfe. Ich fühle mich jetzt viel selbstbewusster. Wenn Sie sich elegant und leicht formell kleiden,
geht es darum, auf die Details zu achten. Lektion 22: Hühnchentacos und Spaghetti. Ich überlege mir etwas anderes für das Abendessen. Wie wäre es mit Hühnchentacos und Spaghetti für die verbleibenden Tage? Das klingt nach einer köstlichen Kombination. Hühnchentacos sind immer ein Publikumsliebling und Spaghetti sind ein klassisches Hausmannskost. Gute Wahl. Ich freue mich, dass dir die Idee gefällt. Ich dachte, es wäre schön, die ganze Woche über eine Mischung aus Aromen und Küchen zu haben. Hast du irgendwelche Lieblings-Taco-Toppings? Für Hühnchentacos füge ich normalerweise gerne frische Belege wie gewürfelte Tomaten, zerkleinerten Salat, geschnittene Avocado und einen Spritzer Limettensaft hinzu. Wie steht's mit dir? Diese Toppings klingen fantastisch. Mir gefällt besonders die Idee, etwas cremige Avocado hinzuzufügen. Und für die Spaghetti, bevorzugst du eine bestimmte Sauce? Wenn es um Spaghetti geht, mag ich eine reichhaltige und würzige Marinara-Sauce. Manchmal füge ich etwas sautierten Knoblauch und Zwiebeln hinzu, um den Geschmack zu verbessern. Was ist mit dir? Ich bin auch ein Fan von Marinara-Sauce. Ich mag es, wenn es leicht würzig ist und einen Hauch von Kräutern wie Basilikum und Oregano hat. Es verleiht der Pasta so viel Geschmack. Einverstanden. Eine gut gewürzte Marinara-Sauce kann ein einfaches Spaghetti-Gericht aufpeppen. Es ist eine klassische Kombination, die niemals enttäuscht. Ich freue mich darauf, diese Mahlzeiten zu genießen. Sie sind relativ einfach zuzubereiten und ich kann sie nach meinem Geschmack anpassen. Es ist eine Win-Win-Situation. Absolut. Wenn Sie zu Hause kochen, können Sie mit verschiedenen Geschmacksrichtungen experimentieren und Mahlzeiten genießen, die auf Ihre Vorlieben zugeschnitten sind. Außerdem kann es eine unterhaltsame und entspannende Aktivität sein. Das ist wahr. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich nach einem langen Tag zu entspannen und abzubauen. Ich werde sicherstellen, dass ich jeden Bissen meiner hausgemachten Hühnchentacos und Spaghetti genieße. Lektion 23: Stress durch Bewegung abbauen. Ich verstehe, warum Bewegung sowohl für die körperliche als auch für die geistige Gesundheit gut ist. Es ist eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen. Was ist deine Meinung dazu? Ich könnte nicht mehr zustimmen. Bewegung hat zahlreiche Vorteile, einschließlich der Reduzierung des Stressniveaus. Das ist Es faszinierend. hilft, Endorphine Mir ist freizusetzen, aufgefallen, die dass ich mich natürliche nach einer Stimmungsverstärker Trainingseinheit sind. immer entspannter und energiegeladener fühle. Absolut. Es ist wie ein Körperliche natürliches Aktivität Stressabbaumittel. hilft, den Geist zu reinigen und uns von den täglichen Sorgen abzulenken. Ich habe auch Es gehört, ist ein dass gesunder verschiedene Arten Ausweg von für Bewegung Stress und unterschiedliche Anspannung. Auswirkungen auf den Stressabbau haben können. Hast du Auf jeden irgendwelche Fall. Empfehlungen? Während jede Form von Bewegung von Vorteil sein kann, sind Aktivitäten wie Yoga, Pilates Das und ist Meditation interessant. für ihre beruhigende Ich habe Wirkung noch nie bekannt. Yoga oder Pilates Sie ausprobiert, aber ich konzentrieren bin sich auf bereit, tiefes sie Atmen und auszuprobieren. Achtsamkeit. Es ist Es einen klingt, Versuch als könnten wert. sie mir helfen, mich Viele noch mehr Menschen zu empfinden entspannen. diese Aktivitäten nicht nur als körperlich wohltuend, sondern auch Ich als werde mir geistig lokale Kurse beruhigend. oder Sie Online-Tutorials bieten ansehen. einen ganzheitlichen Die Ansatz Aufnahme zum von Yoga oder Stressabbau. Pilates in meine wöchentliche Routine könnte Das eine ist ein großartige fantastischer Möglichkeit Plan. sein, effektiv mit Stress Konsequenz ist der umzugehen. Schlüssel, wenn es darum geht, die Vorteile von Bewegung zu nutzen. Ich schätze den Rat. Beginnen Sie langsam Ich und freue mich erhöhen Sie die darauf, diese Intensität neuen schrittweise, wenn Trainingsmöglichkeiten Sie zu sich erkunden und wohlfühlen. zu erleben, welche positiven Lektion Auswirkungen sie auf mein 24: allgemeines Umgib dich Wohlbefinden mit haben können. unterstützenden Menschen. Ich habe versucht, mein Englisch zu verbessern, und ich habe gehört, dass es sehr hilfreich sein kann, sich mit unterstützenden Menschen zu umgeben. Irgendwelche anderen Tipps? Unbedingt. Ein unterstützendes Umfeld ist entscheidend für das Sprachenlernen.
Außerdem kannst du auch versuchen, mit Muttersprachlern zu üben oder Gesprächsgruppen beizutreten. Das klingt hilfreich. Ich werde auf jeden Fall nach Möglichkeiten suchen, mit Muttersprachlern zu üben. Es kann einen großen Unterschied machen, von jemandem zu lernen, der die Sprache fließend spricht. Definitiv. Das Eintauchen in die Sprache und Kultur kann Ihr Lernen beschleunigen. Sie können auch erwägen, Filme oder Fernsehsendungen auf Englisch anzusehen, um Ihre Hörfähigkeiten zu verbessern. Das ist eine tolle Idee. Ich werde anfangen, mehr englische Filme zu schauen und versuchen, die Sprache auf natürliche Weise zu lernen. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Sicher. Zu den beliebten Filmen für Englischlerner gehören Forrest Gump, The Shawshank Redemption und The Pursuit of Happiness. Sie haben fesselnde Geschichten und klare Dialoge. Danke für die Empfehlungen. Ich mache eine Liste und fange an, sie mir anzusehen. Es wird eine unterhaltsame Art sein, meinen Wortschatz zu lernen und zu verbessern. Unbedingt. Lernen kann Spaß machen, wenn Sie Aktivitäten finden, die Sie interessieren. Ein weiterer Tipp ist, sich bestimmte Sprachziele zu setzen und deine Fortschritte zu verfolgen. Es wird dir helfen, motiviert zu bleiben. Das ist ein gutes Argument. Ich mache einen Plan und setze mir erreichbare Ziele. Es gibt mir etwas, auf das ich hinarbeiten kann und mich konzentrieren. Das ist ein großartiger Ansatz. Denken Sie daran, auch mit sich selbst Geduld zu haben. Das Erlernen einer Sprache braucht Zeit, aber mit konsequenter Anstrengung werden Sie auf jeden Fall Fortschritte sehen. Du hast recht. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke für den Rat, Anna. Ich fühle mich jetzt motivierter und selbstbewusster. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, ich bin hier, um Sie auf Ihrer Reise zum Sprachenlernen zu unterstützen. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Unterstützende Freunde wie dich zu haben, macht den Unterschied. Ich werde sicherstellen, dass ich regelmäßig übe und mich weiter verbessere.